Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich stelle euch heute das Flow Headset vor. Wer es nicht kennt, am besten vorher einmal googeln oder andere Videos angucken, weil ich jetzt nicht ins Detail gehen möchte, was das Gerät kann, was es nicht kann. Ähm, Da bitte vorher euch kurz einmal auf der Seite von Flow Neuroscience informieren, was es kann, weil ich euch auch damit keine falschen Hoffnungen setzen möchte. Und ja, kurz zu meiner Person. Ich leide eigentlich schon jetzt muss ich überlegen, haben wir heute 25, seit 18 Jahren an Depressionen, seit einigen Jahren auch an Angststörungen und zeitweilig auch Panikattacken. Viele Medikamente habe ich durch. Ich werde keine Namen nennen. Viele oder einige nehme ich auch noch. Ähm, ja, und jetzt probieren wir was Neues. Und zwar das sogenannte Flow Headset. Das Flow Headset, wie gesagt, schaut euch gerne das mal auf der Homepage an. Von der Firma Flow Neuroscience heißen die, glaube ich. Vorab, bevor ich jetzt ins Detail gehe, dieses Video ist keine Werbung. Ich werde nicht dafür bezahlt. Der Grund, warum ich dieses Video mache, ist, um euch zu ermöglichen, einen Einblick zu bekommen, ob sich was ändert bei mir, was sich ändert, ob es sich zum Positiven verändert oder zum Negativen. Weil ich habe selber festgestellt, dass es relativ wenig Erfahrungsberichte auf YouTube gibt, auf Deutsch vor allem, und will damit irgendwo so eine kleine Lücke schließen mit meinen Erfahrungen. Zum Inhalt, das ist das Headset. Da kommen gleich hier noch die Einmalpads drauf. Das sind angefeuchtete, ja, Pads, habe ich mir noch nicht angeguckt im Detail. In der Lieferung selber sind Pads für 5 Wochen dabei. Wenn die aufgebraucht sind, könnt ihr diese nachbestellen. Aktuell habe ich nachgeschaut, kosten die 19 Euro bei dem Hersteller selber und sind dann 20 Pads drin. 20 Pads für 19 Euro. Ist schon ein happiger Preis, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Wenn ihr 2 Packungen kauft, also 40 Pads dann für 38 Euro, zahlt ihr auch keinen Versand. Aber wie gesagt, ist kein Werbevideo, ich werde hierfür nicht bezahlt. Das sind einfach nur die Informationen, die auch öffentlich auf der Homepage einsehbar sind. Noch kurz, wie es mir aktuell geht. Ähm, Eigentlich nicht ganz so schlecht, aber es könnte besser. Also, dass ich dieses Video jetzt hier mache, hat mir auch viel Kraft gekostet, muss ich ehrlich sagen, weil ich momentan, was Motivation angeht, eigentlich meine ganze Kraft in meine Arbeitsstelle setze und dementsprechend für andere Sachen sehr wenig Motivation momentan habe und vielleicht auch keine Kraft. Das merke ich besonders am Wochenende. Also ihr seht, ich sitze jetzt hier nicht hier vor so einem schönen Alpenpanorama, das übrigens mit ChatGPT erstellt habe, sondern ich sitze in meinem Wohnzimmer, möchte euch aber den Zustand meines Wohnzimmers gerade nicht präsentieren. Ich glaube, ihr versteht, was ich damit meine, dass auch Aufgaben im Haushalt liegen bleiben. Also es ist jetzt kein Müllhaufen hier hinter mir, aber halt auch kein sauberes, aufgeräumtes Wohnzimmer. Nun aber genug, ich gucke mir jetzt mal das Gerät an, dann schauen wir uns gleich das gemeinsam nochmal an. Ich habe es gerade erst geöffnet,
kann mal gucken, ob ich euch die Verpackung mal zeigen kann. Nee, natürlich nicht, weil so ein bisschen sieht man es, ne? Flow steht drauf, ist eine hochwertige Packung. Kann man mal gucken, ob man irgendwie was sehen kann. Ne, das ist Kacke. Ne, das lassen wir mal, ne? Also Verpackung ist schön, schön gestaltet. Hier das sind die Ringe, die gleich die angefeuchten Pads befestigen an dem Headset. Was haben wir hier noch drin? Ein Handbuch, ein Ladekabel und ein Stecker fürs Ladekabel. Das ist in der einen Packung drin. Dann habe ich noch eine Packung, die werde ich mir gerade mal greifen müssen, weil die hinter mir steht. Es sind nämlich 2 Packungen in dem Paket mit drin. So, hier ist noch eine Packung. Kann man das jetzt besser sehen? Ah, das geht, ne, auch nicht so. Also hier ist auch nochmal eine Flow-Packung. Und genau, da sind die Headset-Pads drin. Die sind dann in solchen Beuteln. In einem sind 2 Stück drin, also ein Paar. In der Packung sind drin 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Moment, habe ich mich verzählt. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Also das ist halt diese Packung, diese Nachfüllpackung. Diese Kamera, ne? Schön, dass sie alles wegretuschiert. Das ist sehr schön, aber in diesem Fall nicht. Genau, also es ist eine Nachfüllpackung dabei. 20 Pads sollen für 5 Wochen reichen. Also am Anfang soll man das Headset 5 Tage die Woche nutzen und dann 2 Tage Pause. Ich weiß gerade nicht, für wie lange. Das müsste ich jetzt nachgucken. Ich glaube für 3 Wochen, wenn ich mich nicht irre. Und dann soll man auf 2-mal die Woche wechseln. Ich habe auch schon einige Nutzererfahrungen im Internet gelesen, die sagen, sie würden doch gerne bei den 5-mal die Woche bleiben. Ich bin gespannt. Ich werde das Headset jetzt mal vorbereiten, dass wir gleich direkt loslegen können. Und dann schauen wir mal, wie es wird. So, ihr seht, ich habe das Headset noch nicht auf, weil, kann man es sehen? Bitte jetzt. Oh Mann, das ist doch blöd. Also hier ist die App, die man so einigermaßen sehen kann. Hier gibt es jetzt so eine kleine Einführung. Ich lese mal vor, Einführung in die Gehirnstimulation, was bei der Stimulation zu erwarten ist, was kann ich während der Stimulation tun und der Flow-Stimulationsplan. Könnte ich jetzt überspringen, mache ich mal nicht. Ich mache Start. So, was ist bei der Stimulation zu erwarten? Manche spüren kaum etwas, andere empfinden es als unangenehm, juckend, kribbelig oder brennend. Das habe ich auch gelesen im Internet und von einigen auch in den Videos gesehen. Manchmal kommt es nach den ersten Sitzungen zu Hautrötungen oder leichten Kopfschmerzen. Gut, das kann man mit umgehen. Es kann helfen, nach der Stimulation eine Lotion zu verwenden. Sollte es jedoch weiterhin sehr unangenehm sein oder sich verschlimmern, wende dich bitte an deinen Arzt. Nur zur Info, wenn ihr darauf keinen Bock habt, auf die ganzen Infos jetzt gerade, ihr könnt auch unten, werde ich Kapitel einfügen, könnt ihr auch dann direkt zum Headset-Test springen. Und ich bin etwas erkältet oder Allergie, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, wenn ich mich ein bisschen verschnupft anhöre, tut mir das leid. So, was kann ich bei der Stimulation tun? Nimm dir etwas Zeit, um die Verhaltenstherapiekurse zu erkunden. Du kannst arbeiten, meditieren und entspannen. Du kannst dein Handy bei der Stimulation wie gewohnt verwenden. Gut zu wissen, wenn du dich in deinem Haus bewegst, solltest du dein Telefon immer bei dir haben, da sich das Headset sonst von der App trennt und deine Sitzung unterbricht. Der Stimulationsplan.
Flow verwendet ein klinisch erprobtes Stimulationsschema, um dir die besten Voraussetzungen für eine Verbesserung zu geben. Das Schema besteht aus 2 Phasen, der Aktivierungsphase und der Stärkungsphase. Also wahrscheinlich, Aktivierungsphase wird dann wahrscheinlich die 5-mal die Woche sein und die Stärkungsphase dann wahrscheinlich die 2-mal. Die Aktivierungsphase, genau. Woche 1 bis 3, 30 Minuten stimulieren, okay. 5 Tage die Woche. Der Zweck der Aktivierungsphase besteht darin, die Aktivität im linken, dorsolateralen präfrontalen Kortex (DLPFC) wiederherzustellen. Okay. Die Aktivierung dieses Bereiches des Gehirns hilft, Emotionen, Schlaf und Konzentration zu regulieren. Die Stärkungsphase, Woche 4 und aufwärts. 30 Minuten stimulieren, 2 Tage die Woche. Der Zweck der Stärkungsphase besteht darin, den in der Aktivierungsphase erzielten Fortschritt zu erhalten und zu stärken. Dadurch bleibt das DLPFC aktiv, sodass ein Rückfall verhindert werden kann. Flow sollte 6 bis 12 Monate lang angewendet werden. Wenn du nach 10 Wochen keine Besserung feststellst, empfehlen wir, die Behandlung abzubrechen und mit deinem Arzt, deiner Ärztin die Behandlungsmöglichkeiten zu besprechen. Also auch den Arzt, sofern ihr einen habt, für eure Beschwerden mit einbeziehen. Warum ist es wichtig, den Plan einzuhalten? Der Stimulationsplan von Flow wurde durch umfangreiche klinische Forschung validiert. Er hat sich als sicher und wirksam bei der Reduzierung depressiver Symptome erwiesen. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Einhaltung des Stimulationsplans. Unsere Forschung zeigt, dass das Einhalten des Zeitplans die Wahrscheinlichkeit einer Besserung um 63% erhöht. Die 63% werden jetzt noch erläutert. Stichprobe von 12.131 Nutzern. Personen, die ihren Zeitplan einhielten, hatten eine um 63% höhere Wahrscheinlichkeit, ihren Depressionswert um mindestens die Hälfte zu reduzieren, als Personen, die sich nicht daran hielten. Wann ist mit einer Besserung zu rechnen? Das ist auch eine sehr interessante Frage, die ihr euch vielleicht wahrscheinlich auch stellt und ich mich auch, weil ich habe schon Berichte gelesen, die sagen, nach 3 Tagen fühle ich mich schon ein bisschen besser und dann andere sagen erst nach 3 Wochen. So, hier steht jetzt, viele Flow-Nutzer werden am Ende der Aktivierungsphase herausfinden, ob Flow für sie wirksam ist. Also ich sage mal, 3 Wochen sollte man schon testen. Dennoch empfehlen wir, die Behandlung 10 Wochen durchzuführen, bevor eine endgültige Bewertung vorgenommen wird. Gut, 10 Wochen, also etwas mehr als 2 Monate. Das sollte machbar sein. Bei manchen Menschen kann es zu einer vorübergehenden Anpassungsphase kommen, in der sie sich schlechter fühlen, bevor es ihnen besser geht. Also ähnlich wie bei Medikamenten, die oft auch erstmal eine zum Teil starke Verschlimmerung der Symptome herbeiruft, sobald man das Medikament das erste Mal einnimmt. Das hatte ich ein paar Mal gehabt. Das ist echt. Da geht man schon auf dem Zahnfleisch. Ich glaube, einige von euch wissen, was ich damit meine. Bis es dann endlich besser wird. Und dann ist es wie ein Schalter, der sich umlegt. Dies ist oft ein positiver Indikator dafür, dass sich deine Gehirnaktivität wiederherstellt, bevor du dich besser fühlst. Also es kann sein, dass ich dann irgendwann vielleicht in den nächsten Tagen mich etwas schlechter fühle. Das werde ich natürlich auch alles dokumentieren für euch, damit der bestmöglichste Einblick in dieses Produkt auch gegeben werden kann. Weil ich fände es schon sensationell, wenn dieses Produkt helfen kann. Nach all den Versuchen mit Medikamenten, was man schon durch hat und Therapien und Krankenhausaufenthalten und was man nicht alles probiert hat. Und nach 18 Jahren hat man auch einfach keinen Bock mehr, ne? Also muss man ja auch ehrlich sagen. Da hat man mit seinem Schicksal sich irgendwo abgefunden. Aber raus will man ja trotzdem aus diesem Kreislauf, ne? So, gut gemacht. Du hast die Einführung des Flow-Stimulationsplans abgeschlossen.
Gut. Was haben wir jetzt? So, jetzt könnte ich die Sitzung beginnen. Aber da, wie gesagt, werde ich jetzt das Headset erstmal vorbereiten. Und dann sehen wir uns gleich zurück, wenn ich es aufhabe. So, wie ihr seht, ich habe es jetzt drauf auf dem Kopf. Jetzt kommt nochmal eine Vorsichtsmeldung. Die lese ich auch nochmal eben vor. Benutze das Flow-Headset nicht, groß geschrieben nicht, ohne vorher eine Ärztin oder einen Arzt oder medizinisches Fachpersonal zu konsultieren. Die Verwendung dieses Gerätes birgt ein geringes Verletzungsrisiko. Dennoch wird empfohlen, mehrere Behandlungsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen. Wenn sich die Symptome verschlimmern, solltest du unbedingt einen Arzt aufsuchen. Das Flow-Gerät sollte nur von Personen über 18 Jahren verwendet werden, bei denen eine schwere Depression diagnostiziert worden ist. In meinem Fall ist es der Fall. Konsultiere immer deinen Arzt, bevor du deine aktuelle Medikation änderst. Das ist ja sowieso, sollte jedem klar sein. Sei besonders vorsichtig und konsultiere unter den folgenden Umständen unbedingt einen Arzt. Schwangerschaft, Suizidgedanken, bipolare Störung, Epilepsie, Herzkrankheit, neurologische oder neuropsychiatrische Erkrankung, ein kürzlich stattgefundener chirurgischer Eingriff, einem Defekt im Neurokranium und oder einem Implantat im Inneren des Schädels, das habe ich nicht. Bei einem aktiven implantierten medizinischen Gerät, zum Beispiel Herzschrittmacher etc. oder einem anderen implantierten Gerät. Das ist bei mir auch nicht der Fall. So, ich habe diese Informationen gelesen und einen Arzt konsultiert. Jupp. Warnhinweise. Das Headset sollte nicht auf offene Wunden oder verletzte Haut gelegt werden. Setz oder leg dich hin. Ich sitze. Während du das Headset benutzt, setzt das Headset nur, wie gezeigt, auf den Kopf auf und nicht auf andere Körperteile. Weil wer das macht, der sollte sowas auch nicht kaufen dürfen. Schütze das Headset vor Nässe und Sonnenlicht. Bewahre das Headset außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Benutze das Headset nicht mit Headset-Pads, die schon einmal benutzt werden. Ne? Kleinste Violine der Welt. Mit ausgetrockneten Headset-Pads. Ohne die mitgelieferten Headset-Pads. Während du fährst. Also auf die Idee würde ich jetzt gar nicht kommen. Also als ob ich damit fahren würde. Allein schon wie ich aussehe damit. Es sieht so aus wie ein, naja. Unter Alkoholeinfluss oder handlungsunfähig in einer Umgebung mit starken Magnetfeldern. Bin ich alles nicht. So, habe ich verstanden. Benachrichtigungen aktivieren, okay, zulassen. Ich mache dir einen Zopf. Ich glaube, ihr seht, dass es bei mir nicht nötig ist. Wasche deine Stirn. Meine Stirn ist immer sauber. Ich habe kein Make-up drauf und Haarprodukte sowieso nicht. So, das Headset zu verwenden musst du der App Zugriff auf Geräte in der Nähe erlauben. Okay, mache ich. So, wo war der Knopf? Da. Drücke die Taste vorne am Headset. Das grüne Licht zeigt an, dass die Batterie ausreichend geladen ist. Das hatte ich gerade schon mal probiert. So, jetzt sehe ich natürlich nicht. Ist sie jetzt an? Oh, da tropft hier runter. Das ist ganz schön feucht. Ich gehe mal davon aus, dass es an ist. Ja, es hat gepiept. Bereite die Pads vor, die habe ich schon lange drauf. Die Wiederverwendung von Pads kann zu Hautschäden führen. Ah, Mann, jetzt tropft mir das hier runter. So. Pads anbringen, habe ich schon alles hinter mir. So, jetzt kann ich hier nicht weiter drücken. Warum? Weil ich das Video angucken muss, oder was? Achso, die werden nicht erkannt. Die müssen erkannt werden. Oh. Jetzt werden sie erkannt, okay. Oh Gott. So, weiter. Headset aufsetzen habe ich. Stell dir mit dem Video so ein, dass das Headset sicher um deinen Kopf sitzt. Jupp. Passe den Sitz an. Das ist hier in den oberen Teil der Stirn. Oh.
Ist es. So, jetzt kommt eine Kamera meines Handys. Prüft jetzt, ob es richtig sitzt. Scheinbar tut es das. So, jetzt kann ich die Stimulation einmal testen. Achso, gedrückt halten. Spüre ich was? Ich spüre gar nichts. Boah. Dann starten wir jetzt mal die Stimulation. So, es läuft. Spüre ich was? Ne. Obwohl, ja. Also es ist überhaupt nicht unangenehm. Also man muss sich konzentrieren, wenn man was spüren möchte. Obwohl, doch. Okay. Also es ist alles sehr, also, wie soll ich das beschreiben? Also man spürt jetzt schon ein kleines Kribbeln, so wie, ja, als wenn man den elektrischen Strom schon spürt. Jetzt aber wirklich ganz leicht. Also es tut nicht weh, es ist nicht unangenehm. So ein bisschen so, als wenn, vielleicht wie Akupunktur in Leichtform vielleicht. Aber sonst fühle mich jetzt nicht unwohl. Ja, die Pads, ja, ein bisschen warm. Also es wird ein bisschen warm so um die Stellen. Aber es ist nicht unangenehm. Ist jetzt auch kein Gefühl, was ich den ganzen Tag haben will. Das will ich damit aussagen. Ne? Es ist ein interessantes Gefühl, sagen wir mal so. So ein bisschen, als wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst euch am Kopf jucken. Also als wenn es jucken würde, so ein bisschen. Als wenn ihr euch kratzen möchtet. Aber es ist bei überhaupt nicht unangenehm. Ja, das kann man eine halbe Stunde aushalten. Es ist wie gesagt, ein interessantes Gefühl. Echt interessant. Also es tut nicht weh, kann ich jetzt nur immer wieder wiederholen. Es tut nicht weh, es macht mich jetzt nicht irgendwie hibbelig oder es macht mich auch nicht müde oder keine Ahnung. Es ruft jetzt keine Symptome hervor. Aber ich kann schon verstehen, warum man damit nicht Auto fahren soll. Weil das lenkt ab, auf jeden Fall das Gefühl, das lenkt ab. Ja. So, also auch in der App übrigens kann man die Stimulation auch jederzeit pausieren, wenn einem das zu unangenehm sein sollte, das Gefühl. Mich stört es jetzt nicht. Also es ist keine Massage, ne? Das muss man ganz klar sagen. Es ist keine Massage. Ich würde sagen, wenn sich was ändern sollte, im Laufe der nächsten 26 Minuten, nicht Sekunden, melde ich mich. Und ansonsten
melde ich mich gleich, wenn ich mit der ersten Stimulation durch bin. Also bis gleich. So, ein kleines Update nach der Hälfte der Zeit. Es ist warm um den Pads herum. Ja, also das Kribbeln ist jetzt tendenziell unangenehmer geworden, aber immer noch auf jeden Fall aushaltbar. Ja, es ist so ein ganz minimales Stechen, was man spürt. Sonst vielleicht kriege ich gerade leichte Kopfschmerzen, wie man es ja gerade auch in den Hinweisen gelesen hat. Aber alles im Rahmen. Also ich könnte jetzt auch mir was zu essen machen, den Müll runterbringen oder was auch immer. Also alles gut. Ich spüre hier jetzt so keine Nebenwirkungen bei der Anwendung aktuell. Entschuldigung, meine Nase ist so dicht, deswegen bin ich gerade so ein bisschen kurz gehalten. Genau, 15 Minuten ungefähr noch Restzeit in dieser Stimulationssitzung und dann schauen wir gleich am Ende, wie meine Stirn aussieht. Also bis gleich. So, die letzten 7 Sekunden laufen. 3, 2, 1, Piep. Ich bin mal gespannt. Das stechende Gefühl, ob das jetzt direkt weggeht oder ob ich das Headset jetzt absetzen muss. Macht es. Das will ich jetzt gerade mal wissen. Ob das jetzt direkt weggeht, das Gefühl. Okay, es schwindet so langsam. Also was ich jetzt in der halben Stunde gemerkt habe, es ist keine Massage. Ne? Es ist kein Streicheln. Ich bin froh, dass es nur 30 Minuten waren. Weil zum Schluss also mir wird warm. So, und ich tue mir schwer zu sagen, dass es unangenehm ist, das Gefühl. Weil ich bin einfach nicht der Mensch dafür. So bei so Kleinigkeiten direkt zu sagen, es ist unangenehm. Aber es ist halt, ja, man merkt, es passiert etwas. So, ich habe es jetzt immer noch auf, aber das stechende Gefühl bleibt. Jetzt schauen wir mal, ich setze das Headset mal ab. So, man sieht scheinbar, ich kann jetzt nicht gucken, nichts, zumindest in der Kamera. So, die Pads sehen auch normal aus. Ist auch von alleine ausgegangen. Wie fühlte sich deine Stimulation an? Fragt die App. Mal leichte bis mäßige Beschwerden. So, stimulieren fühlt sich für jeden anders an. Schauen wir uns einmal genauer an, was es für dich bedeutet. Aber erst will ich mal eben gucken, ob man da jetzt Rötungen sieht. Weil in der Kamera nicht so wirklich, ne? Nee. So. Also leicht. Ganz leicht. Minimal. Ja. So, also ganz leichte Kopfschmerzen habe ich jetzt. Ganz leicht. Also, wenn ich das jetzt morgens machen würde, könnte ich damit auch weiter den Tag, ohne jetzt irgendwie eine Schmerztablette nehmen zu müssen, verbringen. Ich wollte in die App wieder rein. So.
Jetzt kommt die Frage, ist das normal, dass man leichte Beschwerden hat? Ja, das ist normal. Einige Nutzer berichten von leichten Beschwerden bei der Stimulation. Das kann auf der linken Seite schlimmer sein, weil der Strom in diese Richtung fließt. Ja, ja, das stimmt. Ich würde auch behaupten, links ist ein bisschen mehr dieses stechende Gefühl, das ich auch immer noch habe. Aber wie gesagt, Stechen jetzt nicht vergleichen mit einem starken Kopfschmerz oder so. Es ist nix. Soll ich weitermachen? Ja, wir haben festgestellt, dass die Beschwerden im Laufe der Zeit abnehmen. Was tue ich, dass die Beschwerden besser werden? Nachfüllpads niemals verwenden. Okay, das hatten wir alle schon. Gut, dann war das die Sitzung, die erste Sitzung. Übrigens, ihr könnt, wenn ihr einmal am Tag diese Sitzung gemacht habt, keine zweite an dem Tag machen. Es ist auch so, wenn ihr jetzt rein theoretisch, keine Ahnung, ihr habt Spätschicht oder Nachtschicht, was auch immer, und ihr kommt erst um 10 Uhr abends dazu. Ne, muss ich ein besseres Beispiel geben. Ihr kommt erst nach 12 Uhr nach Hause. Sagen wir mal, um 12:30 kommt ihr erst dazu, die Sitzung zu machen. Dann könnt ihr auch erst nach 24 Uhr wieder eine neue Sitzung machen. Daran müsst ihr denken. Ihr könnt nur einmal am Tag diese Sitzung machen. Also ihr könnt jetzt nicht nochmal aufsetzen und dann nochmal 30 Minuten. Das ist gesperrt. Das geht nicht. Was auch sein soll, ist, dass es wirklich nach 3 Wochen nicht mehr als 2 Sitzungen in der Woche zulässt. Ich habe auch gelesen, man kann das irgendwie über den Hersteller ändern lassen, dass man auch nach der Aktivierungsphase weiterhin 5 Sitzungen die Woche machen kann. Muss man halt gucken, ne? Also, erste Nutzung war in Ordnung. Wie gesagt, ein bisschen stechen, so ganz leicht jetzt noch. Und aber nicht, wo ich jetzt irgendwie jetzt eine Tablette gegen nehmen müsste, also weil die Kopfschmerzen so stark werden. Genau, das war dann das erste Video mit dem Headset. Werde ich jetzt die nächsten kommenden 4 Tage dann weiter die Sitzung machen. Auch weiterhin Videos dazu machen, um euch auch auf dem Laufenden zu halten, ob sich was ändert, was sich ändert, zum Negativen oder zum Positiven. Genau. Wenn ihr Fragen habt, fragt in den Kommentaren nach. Ich versuche es so gut es geht zu beantworten. Ich bin aber, wie gesagt, das Produkt wurde mir nicht kostenlos gegeben oder so. Ich habe es bezahlt, also ich habe es gemietet. Man kann es mieten für 89 € im Monat oder direkt kaufen für, ich weiß es gerade nicht, irgendwas um die 450 €. Ich habe mich für die Mietvariante entschieden, da ich die Möglichkeit haben möchte, es erstmal zu testen. Man hatte eine Geld-Zurück-Garantie, die auch sehr gut klappen soll laut den Bewertungen. Und ja, schauen wir mal, was wird, ne? Die nächsten Tage. Ob ich was merke, ob es besser wird, ob es schlechter wird, werde ich euch auf den Laufenden halten. Ich werde jetzt nicht jede Sitzung aufnehmen hier, ne? Also das bringt überhaupt nichts. Aber ich werde euch regelmäßig Updates liefern. Also wie gesagt, heute war der erste Tag, die erste Sitzung. Übrigens gestern Morgen bestellt. Das kommt aus Schweden, das Paket, ist heute angekommen. Also teilweise schneller, als wie mancher das in Deutschland versendet. Also turboschnelle Lieferung. Und ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr das verfolgen wollt, wie es sich entwickelt, gerne den Kanal abonnieren. Weil
wie ihr an dem Namen seht, war bisher hier hauptsächlich musikalische Themen im Vordergrund, aber ich werde diesen Kanal umwidmen für genau solche Themen, für Themen rund um das Thema Depressionen, Angststörungen, Panikstörungen, soziale Phobien, meine Erfahrungen mit euch zu teilen, vielleicht auch Hilfestellungen zu geben, soweit es mir möglich ist. Auch Hilfestellungen mit dem Headset. Ich bin natürlich jetzt ich bin ein Patient. Da müsst ihr immer dran denken. Ich bin selber Patient. Ich kann nur aus Erfahrung sprechen, wie es mir mit gewissen Sachen geht oder gegangen ist. Genau. Es wird auch noch eine zweite Videoreihe bald von mir veröffentlicht. Und zwar, falls ihr oder ihr jemanden kennt, der abhängig ist von Benzodiazepinen, also Diazepam, Alprazolam, Lorazepam, Tavor, gibt es Methoden, den Entzug sanfter zu gestalten, als wie es zum Beispiel in manchen Krankenhäusern gemacht wird. Also erstmal das Video jetzt ist hier zu Ende über das Headset. Jetzt nur kurz einmal über die andere Videoreihe und dann ist das ganze Video zu Ende. Diese Videoreihe wird sich um das Thema Benzodiazepine und Abhängigkeit befassen. Es gibt verschiedene Methoden, von den Benzodiazepinen loszukommen, ohne einen kalten Entzug zu machen oder einen zu schnellen Entzug. Weil das Wichtige bei Benzodiazepinen ist aus meiner Sicht, meine Meinung, ist kein Fachwissen, ne, ist meine Meinung, die ich jetzt durch verschiedene Artikel und Videos auf YouTube wahrgenommen habe, ist das ein langsames und von der Zeit her längeres Ausschleichen dieser Medikamente den Entzug bedeutend angenehmer gestaltet und auch die Entzugssymptome dämpfen kann. Es muss nicht. Ne? Also es ist auch egal, ob ihr jetzt oder ob derjenige, der diesen Entzug durchführen möchte, ein halbes Jahr diese Tabletten genommen hat, ein Jahr diese Tabletten genommen hat oder mehrere Jahrzehnte vielleicht sogar. Besonders diese langjährigen Nutzer sollten auf diese Methoden zurückgreifen. Finde ich leider auch sehr wenig deutsche Videos drüber. Von daher habe ich mich entschieden, ich werde da meinen Senf dazu geben. Wie gesagt, ich bin kein Arzt, ich bin kein Psychologe, kein Psychiater, kein medizinisches Fachpersonal. Es ist alles, was ihr in diesen Videos sehen werdet, meine Meinung und Auffassung. Auch über dieses Headset, die Videos, ist alles nur mein Empfinden, meine Meinung. Kein Fachwissen steckt dahinter, muss ich ganz klar und deutlich sagen. Ich würde es aber euch auf Augenhöhe mitgeben. Nicht unbedingt nur, dass ihr nun die Sicht habt von Fachpersonal, sondern auch von ja, Leidgenossen in dem Sinne, die wir sind. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, abonniert gerne den Kanal. Wenn ihr Fragen habt zu dem Headset, fragt in den Kommentaren. Ich werde sie so gut es geht versuchen zu beantworten. Und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja in den nächsten Videos wieder. Bis dahin, haut rein.
Ja, bis dahin, haut rein. War dann doch noch nicht ganz erledigt, weil ich gerade noch was festgestellt habe, was mich ja jetzt nicht schockiert, aber wo ich mich frage, ist das noch legal? Man sieht es. Äh, naja, ja, nee, nicht wirklich. Es ist ein alter USB-Anschluss. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Ich glaube, jetzt ist ja standardmäßig EU-Pflicht, dass es USB-C sein muss, wenn ich mich nicht irre. Das ist aber noch ein alter Anschluss. Wenn es überhaupt einer ist, der sieht auch noch so ganz komisch aus. Als wenn es ein Eigending ist. Also es ist kein neuer Anschluss. Es ist schon mal, da muss ich ehrlich sagen, das ist bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Das ist wirklich bitter, ja. Also ein alter Anschluss, das ist für mich auf jeden Fall ein Minuspunkt, weil ich befürworte diese Regelung, dass es jetzt einheitliche Anschlüsse gibt und die Zeit, die gab es, um diese Anschlüsse zu ändern. Naja, also wie gesagt, das ist der erste Kritikpunkt von mir. Neben den für mich verhältnismäßig, aus meiner Sicht verhältnismäßig teuren Pads, die man kaufen muss, ist das dann der weitere Kritikpunkt. Dieser alte USB-Anschluss. So, das war's jetzt aber. USB sagt auch Tschüss und dann bis zum nächsten Video. Haut rein.